Ja, hallo Leute, heute in dem Video soll es mal darum gehen, wie ich hier diese schöne Schwellerfolierung angebracht habe. Wie ihr jetzt seht, wir haben ja hier Winter und man kann sehen, gerade hier an dieser Stelle, wo jetzt diese Folie dran ist, hat man natürlich merklich den meisten Schmutz. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache hier so eine Folie dran, genau auf der Höhe und habe das genau auf die, da ist eine ganz kleine Naht sichtbar. An der Stelle habe ich sie angesetzt und nach unten wegfoliert und dann wieder diesen Radschutz, diesen Spritzschutz dran gebaut, der sich wirklich bei mir bewährt hat. Also man kann wirklich sagen, das macht Sinn, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen optischen Makel ist. Ich finde da die Funktion wichtiger und der Spritzschutz hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Und deshalb wollte ich euch jetzt nochmal das Ergebnis zeigen und wie ich die Folie dran gemacht habe. Das wollte ich euch jetzt in diesem Video hier mal nochmal näher bringen. Könnt ihr euch anschauen, Step by Step, die Folierung und die Vorbereitung, damit man das gut folieren kann. Ist gar nicht so viel Arbeit, recht überschaubar. Kriegt auch jemand hin, der jetzt nicht der große Folierer ist, sondern ja, wenn man ein bisschen sauber arbeitet, kein Problem. Und deswegen schaut es euch an und film ab. So, wir starten jetzt erstmal auf der Demontage dieses Schmutzfängers. Die beiden Stifte raus. So, hier könnt ihr auch sehen, das Teil ist wirklich schön sauber. Kein Schmutz drin hier und sowas, was sich ansammelt. Das Loch ist eben groß genug. Dadurch kann alles ausfließen hier raus. Wie wir sehen, haben wir doch hier ein bisschen Schmutz liegen. Das lässt sich auch kaum vermeiden. Es hat sich hier irgendwie was angesammelt. Aber damit kann man wohl leben. Der Hauptsache oder Haupteffekt dieses Schmutzfängers ist ja, dass der Schweller vor allen Dingen von so ganzen Steinschlägen und so ein Zeug verschont bleibt. Ich bin jetzt rund 6000 Kilometer gefahren mit meinem Fahrzeug und dafür sieht hier alles noch sehr gut aus. Ich habe hier keine Steinschläge, keine Lackschäden. Die Teile erfüllen eben ihren Zweck. So, damit wir dann den Schweller abkriegen, müssen wir, wie wir hier vorne diese zwei Kunststoffdübel gezogen haben, auch das am hinteren Teil machen, am hinteren Radlauf. Wir haben hier, da und da nochmal zwei solche Kunststoffdübel, die diese Radverkleidung, den Rathausschale hier drin erhalten. Die müssen wir jetzt natürlich demontieren. Das ist der nächste Schritt, bevor wir dann diese Verkleidung des Schwellers demontieren können und abnehmen können. Der flog gleich sonst wohin. So sind halt hier diese kleinen Dübelchen, die wir schon kennen aus anderen Videos. Ich werde dann auch versuchen, diese Rathausschale hier ein bisschen hoch zu machen oder seitlich wegzumachen, damit ich dann mit der Folie hier schön drum komme und dann tue ich die Verkleidung wieder hier reindrücken. Da haben wir die Sicherheit, dass die Folie schön rum ist. Deswegen wird auch dann hier hinten schön gereinigt. Das ist wichtig. Ich muss dann generell den ganzen Schweller noch reinigen. Da nehme ich euch nicht mit. Ich mache das teilweise mit einer kleinen Schleifpolierpaste, weil es gibt die kleine Verunreinigung mittlerweile schon. Die kriegt man kaum noch weggeputzt. Aber bevor wir das polieren, muss das alles 1A sauber sein. Und wenn ich dann fertig bin mit der Reinigung, geht es dann sofort weiter. Zur Demontage des guten Stücks verwende ich wieder hier so ein Teil, was sich ideal dafür eignet. Da kann ich schön drunter gehen und mir hier versuchen, den ersten Clips rauszuziehen. Der erste sitzt da ziemlich weit vorne. Die muss man ein bisschen mit Schwung machen, brauchen wir keine Angst haben. Ist alles gut, aber mit Zärtlichkeit kommt man hier nicht weiter. Deswegen mit gefühlvoller Kraft kann man das Teil hier abziehen und wie wir schon sehen, lässt sich das ganz gut lösen. So, da haben wir es ab, das gute Stück. Jetzt kann ich euch das mal gut zeigen hier. Hier haben wir die Kamera hoch. So, wie gesagt, hier vorne ist er angeschraubt an dieser Schraube. Und ich habe jetzt diese demontiert. Das ist eine ganz normale 10er Außensechskantschraube. Achso, hier haben wir auch die Klammern, die dann hier unten, dass ihr das sehen könnt. Genau, hier wäre zum Beispiel so ein Loch, wo die Aufnahme ist. Davon gibt es entlang des Schwellers dann mehrere. Hier nochmal eine
Und dann weiter hinten noch die letzte. Aber wir wollen jetzt den Schweller verlieren. Ich habe das jetzt alles schön geputzt und gereinigt, dass es losgehen kann. Ich rücke euch noch ein bisschen weiter näher an. Ich nehme euch hier ein Stückchen mit, den ersten Metern. Ich habe mir hier schwarze Folie abgeschnitten. Die Folie ist 12 cm hoch und volle Länge, was die Rolle hergibt. Ich habe mir dann noch markiert hier oben, was jetzt die Oberkante ist, damit ich, wenn ich es anbaue, die bessere und schön sauber geschnittene Kante oben hat. Man muss natürlich hier oben eine möglichst gerade Kante haben, denn ich möchte hier nie auf den Lack rumschneiden. Ich setze es dann hier an, werde das hier so ein bisschen überstehen lassen und schneide dann das Fertige weg und gehe quasi hier an dieser Kante entlang. Das ist so meine Hilfe, um das Teil hier ordentlich gerade anzusetzen und anzukleben. Und dann klebe ich mich Stück für Stück nach vorn. Und wenn es dann fertig ist, werde ich euch auf alle Fälle noch das Endergebnis präsentieren. Jetzt legen wir erstmal los. Let's go! Als Hilfe natürlich noch, wie immer, Filzragel, Cutter. Den werde ich dann brauchen, um das hier auszuschneiden. Und dann haben wir noch eine normale Ragel, eine Kunststoffragel. Die nehmen wir dann zum Schluss, um dann hier unten nochmal richtig die Folie drumherum zu drücken. Ja. Nicht klar, alles mit immer abziehen, logisch, ne? Wir machen erstmal nur hier so ein erstes Stückchen. Ich setze das hier oben so an, dass ich dann diese komische Kante überdecke. Denn wir wollen ja hier das nicht mehr sehen. Sieht da irgendwie auch nicht so schön aus, finde ich. Erstmal nur als Orientierung. Die Folie ohne zu sehr strecken oder ziehen. So, habt ihr gesehen, wie ich das mache? Ganz klare Sache. Wir tun dann hier hinten natürlich das dann noch schön anrageln. Hier oben drücke ich immer schon gut an. Und dann tue ich die Folie nur nach unten wegstrecken. So, die Klebfolie ist erstmal dran. Jetzt fangen wir hier an, langsam das anzurageln. Dann drücke ich es wirklich erstmal nur hier unten an die Kante an. Dann sehen wir das hier durch. Das mache ich jetzt quasi von vorn bis hinten oder umgekehrt von hinten bis vorn. Und dann um dann im letzten Schritt die Folie nach unten umzuschlagen. Bevor ich das mache, dann werde ich auch noch die Schutzfolie hier abziehen. Wir haben ja hier so eine durchsichtige Folie drauf. Die lasse ich aber jetzt, solange ich immer noch rumrage hier auf der Schmuckseite, die man dann auch sieht. Lasse ich die dran. Hier hinten, das kann ich eigentlich jetzt schon umknicken. Ich kann euch das mal schon zeigen. Wir legen die hier nur so rum. Und dann versuche ich die hier hinten so schön weit wie es geht an den Schweller ranzukleben. Das ist ja alles schön sauber gemacht. Die Rathausinnenverkleidung kann man ein bisschen nach innen drücken. Und dann schneidet man das quasi hier dahinter weg. Und dann klebt das ordentlich. So, wir sind hier vorne angekommen. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier vorne rumkommen. Damit wir das machen, will ich jetzt hier rumlegen und dann hier hinter die Rathausschale legen. Ich werde aber vorher, also erstmal kann man das natürlich hier reinlegen, das ist jetzt kein Problem. Sehen tut das dann hier sowieso jemand, weil der Schmutzfänger hier hängt. So, und dann lege ich das hier so rum. Hier unten lege ich es noch nie an, weil ich hier unten einen Schnitt machen werde, damit ich das dann hier rumlegen kann. Das ist dann so das Ziel, weil es, wie gesagt, sieht dann jemand, hier unten kommt diese Abdeckung drunter von dem, das schneide ich hier so ein, nicht zu weit und lege das schon mal an hier. Hier vorne haben wir natürlich entsprechend mehr Überstand, weil wir hätten hier keine 12 cm gebraucht in der Höhe. Aber sei es drum, ich habe lieber hier ein bisschen mehr als zu wenig Folie. Und dann schneiden wir hier so ab. Ein ganz eleganter Freihandschnitt.
Zack. Können wir die Folie hier abziehen. Und das lege ich hier hinter. Ach, jetzt habe ich vergessen, die komische Folie abzumachen. Die muss natürlich noch runter unbedingt. Dann sieht das erstens schöner aus und zweitens kriegt man das dann hinten raus, weil wenn das dann alles so fertig voll hat und übereinander schlägt, hier ineinander schlägt. So. Und da haben wir die vordere Seite dran. Hier kommt dann wie gesagt der Schmutzfänger wieder dran. Sieht kein Mensch. Natürlich wäre es noch schöner, wenn man dann jetzt hier eventuell einen Bogen reinmacht, weil der Schmutzfänger ja hier auch so eine Rundung hat. Aber wir wollen es nicht übertreiben, ne? Hauptgrund, warum ich das jetzt hier mache, ist neben der optischen Sache, weil das gesamte Designziel bei meinem Fahrzeug ist, dass ich immer so versuche, hier schwarz und weiß zu kombinieren. Aber natürlich bietet das auch eine Möglichkeit, den Schweller gut zu schützen. Denn gerade beim weißen Fahrzeug hat man natürlich den Nachteil, man sieht wirklich jeden Mist am Schweller. Der Schweller ist ratzfatz verschmutzt. Und ja, das ist eben so. Das weiß man ja vorher, wenn man sich ein weißes Auto kauft, dass es ein bisschen eine schmutzempfindlichere Farbe ist. Aber wie Sie sehen können, sieht das doch gut aus. Und ich kämpfe mich jetzt hier weiter nach hinten durch. Und wenn es dann fertig ist, melde ich mich wieder bei euch. Zur letzten Etappe nehme ich euch nochmal mit. Ich bin jetzt wieder hier hinten angekommen. Hier vorne ist alles angeklebt, schön. Klebt hier unten dran drunter. Hier haben wir wieder dasselbe Problem. Oder was ist das Problem? Wie hinten. Ich schneide hier ein. Und kann das dann hier ausschneiden. Hier wird wieder ein eleganter Freihand-Cut gemacht. Das kann man zum Glück so ein bisschen hoch machen. Und dann hier hinten schön rumlegen, weil das falsch rum ist. Das Teil muss hier hoch. So. Ja, damit haben wir die Folie hier rum. Alles ist schön, alles ist schwarz. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ein Abo wäre wie immer ganz nett. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ciao.